Wir kochen heute eigentlich 2 Rezepte. Einmal Burger mit Fleisch und einmal ballaststoffreiche Burger vegetarisch. Finde ich super, als Wissenschaftler und als ehemaliger Sportler und Triathlet. Ja, unser Thema ist der brutale Ballaststoffboom. Im Projekt haben wir eigentlich gelernt, dass ballaststoffreiche Ernährung sehr wichtig ist für die Darmgesundheit. Große Vielfalt von Bakterien im Darm ist wichtig. Darmschleimhaut haben wir Immunzellen drinnen und die geben Informationen weiter an Immunzellen im Blut und die können wir unterstützen durch Ballaststoffe. Ja, jetzt habe ich das Brot gemacht. Da habe ich zuerst das lauwarme Wasser genommen und da drin in Germ aufgerührt. Danach Salz dazugegeben und Zucker und das Mehl und die geschmolzene Butter. Und dann alles in der Rührmaschine durchgeknetet. Und danach haben wir es in eine Schüssel eingetan, dass es aufgeht. Das hat ca. eine Stunde gedauert, bis es aufgegangen ist. Dann haben wir es geformt und portioniert. Nachher haben wir es nochmal eine halbe Stunde aufgeglatt, mit Wasser angestrichen und mit Sesam bestreut und nachher in den Ofen getan. Bei uns im Burger war viel Ballaststoffe im Brot drin, wegen Vollkornmehl, im Salat und in der Zuckerbohnen. Also für mich ein guter Burger ist auf jeden Fall mit viel Käse und Soße. Ich finde, das Fleisch sollte auch drin sein, aber da haben wir jetzt ja gemerkt, dass es so gute Alternativen gibt. Also erstmal halt die Bohnen, oder? Die muss man halt gut kochen, eine Stunde lang ungefähr, immer wieder Wasser dazu, weil es verdunstet. Und nachher habe ich die Bohnen gemixt und danach kommen halt ganz viele Sachen noch dazu, zum Beispiel Eier, dass es bindet. Es kommt Tomatenmark dazu, es kommen so Dinkelflocken dazu, es kommt Weizenkleie dazu. Dann habe ich das halt zusammengemixt und nachher halt die Patties ausgeformt. Dann haben wir eine super Mischung aus verschiedenen Arten von Ballaststoffen, löslichen und unlöslichen Ballaststoffen, die dann zusammen einen super Wirkungsmix ergeben. Also wichtig ist, wenn man viel Sport betreibt in seiner Freizeit oder noch mehr Sport, wenn zum Beispiel professionell, halt eine ausgewogene Ernährung, mit pflanzlicher Nahrung auch, Vitamine. Genau, das ist richtig. Ein relativ neues Feld in der Sporternährungsforschung, dass zum einen Ballaststoffe halt wichtig sind. Und die Bakterien im Darm beeinflussen nicht nur unsere Gesundheit, sondern haben eben auch einen direkten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit. Und das Spannende ist auch, dass sie sogar durch Sport selber beeinflusst können werden. Also Ernährung und Sport. Cool. Ich habe nicht davon gewusst, dass es mit Ballaststoffen und mit den Darmbakterien, dass das alles zusammenhängt eigentlich. Und ich habe so gemerkt, mit dem Sättigungsgefühl, mit den Burgern danach, da ist man echt immer lang satt. Es ist halt einmal eine Alternative, ich denke mal, man isst halt generell viel Fleisch, oder? Und dann ist es sicher mal gut, wenn man mal was anderes isst. Und die schmecken trotzdem ziemlich gut oder ziemlich ähnlich sogar. Na, also eben, ich denke mal halt auch, es war halt vielleicht auch wichtig, eben, dass junge Leute statt zu Mc's zu gehen oder sonst irgendwas selber solche Burger zu kochen, weil sie natürlich viel besser schmecken, wenn man es selber macht. Und es macht auch manchmal sogar Spaß kochen so. Die Fleischvariante und die vegetarische Variante, ich finde beide sehr lecker und ich kann die Bohnenvariante definitiv auch weiterempfehlen. Fleisch ist natürlich ein sehr hochwertiges Lebensmittel. Allerdings geht ein sehr hoher Fleischkonsum auch einher mit einem erhöhten Risiko für verschiedene Erkrankungen. Deswegen sollten wir den Fleischkonsum reduzieren und pflanzliche Lebensmittel sind da eine super Alternative. Dazu auch noch ballaststoffreich, das ist natürlich super. Ja, als Mann muss man halt auch kochen können, oder? Es ist so cringe, das zu machen. Noch mehr Infos und weitere ballaststoffreiche Rezepte gibt es auf www.darmkram.at.